Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Ende September 2019 sind wir als Familie unser Auto losgeworden. Und in den letzten 5 Jahren ist einiges passiert. Und die Frage ist jetzt natürlich, was waren eigentlich unsere Voraussetzungen dafür? Was haben wir in den letzten 5 Jahren alles gelernt und wie viel haben wir trotzdem fürs Autofahren ausgegeben? Das wollen wir in diesem Video einmal betrachten. Und außerdem werden wir das Geheimnis um dieses merkwürdige Thumbnail lüften. Aber bevor wir auf das alles eingehen, sprechen wir kurz über den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Helden.de. Helden.de bietet eine bunte Mischung, einen bunten Blumenstrauß verschiedenster Versicherungen, sowohl für Privatleute als auch für Gewerbetreibende an. Sie haben zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, eine Gewerbehaftpflicht, Hausratversicherungen, dann eine Drohnenversicherung. Aber was für dich ganz besonders interessant sein dürfte, ist die Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und Helden.de hat auch noch einen Community-Gedanken. Denn immer wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt, dann bekommt ihr einen Heldencode, den dann eure Freunde und Verwandten dafür verwenden können, um bei ihrer Versicherung zu sparen. Und du hast auch noch was davon. Aber damit du jetzt am Anfang nicht leer ausgehst, nutz gerne den Code RBND4 für einen Monatsbeitrag auf jede Versicherung bei Helden.de umsonst. Und zwar dauerhaft. Also RBND4, wenn ihr bei Helden.de eine Versicherung abschließen wollt, geht auch gerne über den Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Gehen wir zunächst mal auf unsere Voraussetzungen ein. 2019 haben wir die Entscheidung getroffen, aufs eigene Auto zu verzichten, weil mehrere Punkte zusammenkamen, die uns diese Entscheidung nicht nur leicht gemacht haben, sondern im Grunde nahegelegt haben. Wir sind Anfang 2019 in eine sehr dicht besiedelte Gegend gezogen, ziemlich zentral in Lübeck, mit einer größeren Autopopulation als notwendig. Das heißt, viele Autos, viele Leute, aber wenig Parkplätze. Und das hat dazu geführt, dass wir immer wieder genervt waren, wenn wir unser Auto irgendwo parken wollten, weil wir abends besonders keinen Parkplatz gefunden haben. Und das war einfach immer Stress. Außerdem hat die Gegend, in der wir leben, eine hervorragende Infrastruktur, wo man innerhalb weniger Gehminuten fast alles erreichen kann, was man erreichen möchte. Der zweite Punkt, der damals die Entscheidung erleichtert hat, war, dass wir einen Autokredit laufen hatten. Nachdem unsere erste Tochter geboren wurde, haben wir uns gesagt, wir brauchen jetzt ein sicheres und modernes Auto, haben eins finanziert und mussten dann 200 € im Monat für einen Autokredit bezahlen, was zum damaligen Zeitpunkt schwierig umsetzbar war. Und drittens haben wir in Lübeck ein gutes Carsharing-Angebot. Nicht ganz so vielseitig, nicht ganz so flexibel wie in anderen deutlich größeren Städten, aber vielseitig genug, um das gut abdecken zu können, was wir brauchten, und mehrere Stationen innerhalb von 10 Minuten Fußweg. Alle diese Punkte haben es uns recht einfach gemacht, aufs eigene Auto zu verzichten, denn außerdem leben meine Schwiegereltern auch 15 Minuten mit dem Rad entfernt und die haben uns schon von vornherein gesagt, dass wir auch gerne deren Auto nutzen können, wenn wir mal eins brauchen. Und dann war im März 2019 die Entscheidung gefallen, das eigene Auto zu verticken. Und dann fing etwas anderes an zu ticken, nämlich die Uhr. Es hat nämlich bis September 2019 gedauert, bis jemand ernsthaftes Interesse an dem Seat Leon Kombi hatte, den wir damals hatten. Und dann am 27. September 2019 wurde dann unser Auto abgeholt an einem grauen und dunklen Freitagmorgen. Die Reaktion auf unsere Entscheidung war damals sehr interessant, denn auf der einen Seite gibt es in unserem persönlichen Umfeld kaum Familien, die auf ein Auto verzichten, oder wir waren, glaube ich, sogar die einzigen. Und auf der anderen Seite war ich auch bekannt als Autofreak. Also ich hatte beim Autohändler gearbeitet. Mein Onkel ist nach wie vor YouTuber ja sogar. Liebe Grüße an Owe von T&T E-Mobility. Und das war eigentlich so fest in mir verankert. Und dementsprechend kamen dann halt auch die Nachfragen, wie wir das anstellen wollen, ob wir uns kein Auto leisten könnten. Und für viele war das wirklich komplett unverständlich, wie wir aufs eigene Auto verzichten können. Allerdings haben sich dann im Laufe der Zeit irgendwann alle dran gewöhnt und dann waren wir irgendwann nur noch Ökosonders mit den Lastenrädern, den nachhaltigen Bekleidungsmarken, den Barfußschuhen und wir haben es irgendwann auch
genossen. Für uns war der Umstieg deswegen auch leicht, weil wir eben sofort Alternativen hatten. Lübeck ist jetzt nicht super gut, was öffentlichen Nahverkehr angeht, aber halt gut genug. Und wir hatten dann natürlich auch sofort die Lastenräder und dann irgendwann immer mehr Lastenräder. Wir konnten das Carsharing nutzen, wir konnten den Wagen der Schwiegereltern nutzen. Und das hat uns diesen ganzen Umstieg, diesen ganzen Prozess schon sehr leicht gemacht. Sehr viel leichter, als wenn man halt diese Infrastruktur um einen herum nicht hat. Und wir hatten halt auch nicht regelmäßige Strecken, die wir immer wieder fahren mussten. Wir hatten keine Pendelstrecken, weder Lea noch ich, sondern die Arbeit war immer relativ nah dran. Insofern haben wir natürlich optimale Voraussetzungen gehabt, um unser Auto eben loszuwerden. Hin und wieder haben wir uns schon ein eigenes Auto gewünscht, für Urlaube zum Beispiel oder in der Zeit um die Geburt unserer zweiten Tochter herum. Da hatte ich dann mit dem Gedanken gespielt, so einen alten VW Passat mit Rest-TÜV irgendwie zu kaufen und den dann nach 6 Monaten irgendwie wieder zu verkaufen. Haben wir jetzt im Endeffekt nicht gemacht und nach knapp 6 Wochen nach der Geburt waren wir dann auch wieder mit den Lastenrädern voll mobil. Aber selbst ein Jahr durchzuhalten ohne eigenes Auto, das wäre schon eine echte Leistung gewesen. Auch wenn sich es halt nicht so richtig nach Durchhalten angefühlt hat. Das Coole an unserer Situation war halt, dass wir immer dann ein Auto nutzen konnten, wenn wir eins brauchten. Und dann auch das Auto, das wir brauchten. Nichts mit Maximal-Eventualprinzip, sondern das Coole am Carsharing ist einfach, du nimmst dir das Auto, was für deinen Zweck gerade das Richtige ist. Und das reicht dann vom Elektro-Kleinwagen für kürzere Strecken bis zum Familienvan für die Urlaubsreise oder einen großen Transporter, wenn man mal wirklich große Transporte abbilden muss. Und das ist mit einem Privatauto komplett unrealistisch. Wenn du das alles abdecken wollen würdest, dann müsste irgendwie jede oder jeder mit einem VW-Bus rumfahren. Moment, das machen ja auch viele. Bei den meisten Carsharing-Anbietern steht halt eine riesige Auswahl verschiedenster Fahrzeuge zur Verfügung, aus denen du dann einfach dein passendes auswählen kannst. Und wenn du dann fertig bist mit deiner Fahrt, dann stellst du das perfekt gewartete Fahrzeug einfach wieder ab und es ist sowohl finanziell als auch mental einfach aus dem System raus. Herrlich. Und wenn man mal ehrlich ist es halt schon ziemlich cool und avantgardistisch, aufs eigene Auto zu verzichten. Also 5 Jahre kein eigenes Auto, aber wir sind natürlich trotzdem Auto gefahren und auch unsere Urlaube waren größtenteils automobilbasiert. Und dementsprechend haben wir in den letzten 5 Jahren doch einige Kilometer zurückgelegt. Und ich habe mal so ein bisschen was gebaut, um das nachvollziehen zu können. Das ist nicht 100%ig akkurat, weil ich nicht alles nachvollziehen konnte. Ich konnte auch nicht nachvollziehen, oder nicht 100%ig nachvollziehen, wie viel Sprit wir in die verschiedenen Fahrzeuge getankt haben, weil wir halt nicht immer einen Mietwagen hatten, sondern auch den Wagen der Schwiegereltern. Da weiß ich nicht mehr genau, wie viel ich da in den letzten 5 Jahren da reingetankt habe. Auf jeden Fall ist es aber so näherungsweise. Mit Stadtautos haben wir zurückgelegt 6.162 Kilometer. In 5 Jahren. Also knapp über 1000 Kilometer im Jahr. Ihr könnt aber auch sehen, dass es teilweise Monate gab, wo wir wirklich überhaupt nicht gefahren sind. Ne? Also gerade am Anfang 2020 war noch klar, da war natürlich Corona und öffentliche Verkehrsmittel. Auf jeden Fall sind wir da fast jeden Monat irgendwie Auto gefahren, teilweise auch nur 8 Kilometer im März 2020. Aber das war natürlich auch die Phase, wo unser Kind auf die Welt gekommen ist. Deswegen sind hier dann natürlich einige Strecken auch dann mit den Stadtautos zustande gekommen. Und das war halt auch, wie gesagt, die Phase, wo wir uns am ehesten irgendwie ein eigenes Auto nochmal gewünscht hätten für irgendwie ein halbes Jahr, was wir dann aber dann doch mit Stadtautos abdecken konnten. Und wenn man jetzt so weiter runtergeht in den Jahren, dann erkennt man, dass wir immer weniger Auto gefahren sind. Immer weniger. Hier hatten wir mal Campingurlaub, aber letztes Jahr auch 4 Monate lang kein Auto gefahren. Das ist krass, wenn man sich das so überlegt. Wobei da wiederum ein kleiner Disclaimer. Es kann durchaus sein, dass wir da Auto gefahren sind, dass ich das aber nicht mehr nachvollziehen kann. Es waren aber keine größeren Strecken, wo wir irgendwie dann den Wagen der Schwiegereltern getankt hätten, wo wir ein Stadtauto gebraucht hätten oder irgendwie einen Mietwagen.
Apropos Mietwagen. Das ist dann jetzt auch wieder eine interessante Geschichte, denn wir haben ein paar Mal einen Mietwagen uns geholt. Einmal hier im Dezember 2019, dann kurz nachdem wir unser eigenes Auto losgeworden sind für einen Urlaub. Hier haben wir mal für einen Familienbesuch einen gemietet. Hier sind wir 3500 Kilometer gefahren mit dem Wagen der Schwiegereltern. Vielen Dank dafür, nach Italien. Und dann im Mai 2023 3500 Kilometer bummelig mit einem Wohnmobil, mit einem gemieteten Camper. 1500 Euro hat das gekostet und dann nochmal hier im Juni 2024 nochmal 4000 Kilometer für 1784 Euro, jeweils 2 Wochen Campermiete. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, sollte man das auch in die Rechnung mit aufnehmen, weil das halt keine normalen Mietwagen waren, sondern das eben auch mobile waren, wo wir drin wohnen konnten und was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir weniger Kosten für eine Mietwohnung oder für ein Hotel oder so gehabt hätten. Ich lasse es jetzt aber trotzdem drin, weil wir diese Strecken oder diese Urlaube ansonsten ja mit unserem eigenen Auto gemacht hätten. Und dann hatten wir noch 2 weitere Urlaubsreisen mit Mietautos, einmal 1400 Kilometer, einmal 1000 Kilometer. Und das war schon alles. Also insgesamt, wenn ich das jetzt mal so nachvollziehen kann, 14.600 Kilometer mit Mietautos unterwegs, 6.100 Kilometer mit Stadtautos und das kommt dann insgesamt auf eine Summe von, rausgerechnet 20.762 Kilometern. Wenn ich jetzt noch die Kilometer mit einberechne, die wir ab und zu mal den Wagen der Schwiegereltern genutzt haben, dann kommen wir sicherlich auf 22.000 bis 23.000 Kilometer, die wir in den letzten 5 Jahren zurückgelegt haben. Und Kosten ist dann auch noch eine interessante Geschichte. Fürs Stadtauto haben wir ausgegeben über die letzten 5 Jahre 3.883 Euro. Das ist, finde ich, nicht viel. Also das sind deutlich unter 1.000 Euro im Jahr für Stadtautos und da waren halt auch dann 2 Urlaubsreisen mit Stadtautos dabei, die halt dementsprechend mehr gekostet haben. Hier einmal 562, hier einmal 537 Euro. Ansonsten aber hatten wir halt Kosten, die halt relativ gering waren. Mal 100 Euro, mal 120. Am Anfang dann auch mal hier jeden Monat ein bisschen was. Aber das sind insgesamt doch sehr überschaubare Kosten. Und wenn wir nicht die Stadtautos für den Urlaub genommen hätten, wäre der Betrag natürlich nochmal um gute 400 bis 500 Euro geringer. Und das zeigt sich dann natürlich auch in den Kilometern. Wir haben halt teilweise wirklich mit den Stadtautos sehr wenig Kilometer zurückgelegt, wie im März 2020, keine Ahnung, was da los war. Und dann aber auch wieder viel, 288 Kilometer hier 359 Kilometer, hier 334 Kilometer. Und das waren dann halt jeweils, wenn man sich das so anguckt, 2 längere Strecken, einmal 188, einmal 146 Kilometer. Aber ab und zu sind da auch irgendwelche Sachen dabei. Hier einmal 11 Kilometer gefahren mit dem Stadtauto. Und das sind halt auch so, dann hier einmal 9 Kilometer. Gerade am Anfang, als wir am Anfang noch das Auto nicht hatten. Dann einmal 5 Kilometer hier. Und das hat 2 Gründe. Auf der einen Seite haben wir natürlich Stadtautos dann verwendet, wenn wir längere Strecken fahren wollten, die aber nicht super lang waren, wenn wir nicht den ganzen Tag oder 2 Tage weg waren. Dann haben wir Stadtautos aber auch verwendet, wenn es so richtig schädlich war, das wäre da. Und wir haben aber auch Stadtautos verwendet, wenn wir mal was Größeres transportieren mussten. So, und dann Autovermietungskosten. Insgesamt waren das gut 4.173 Euro. Wie gesagt, wieder inklusive dieser beiden Urlaube. Und an Sprit haben wir in den letzten 5 Jahren ausgegeben 3.178 Euro. Und diese 500 Euro hier unten, die sind nochmal geschätzt, weil ich nicht alle Belege habe. Ich habe nicht immer alles hier, wie heißt das noch? Mit EC-Karte bezahlt oder so. Und somit kommen wir insgesamt auf Kosten über die letzten 5 Jahre von 11.235 Euro. Also wir hätten im Schnitt über die letzten 5 Jahre monatliche Kosten von 187,25 Euro für unsere automobile Mobilität. Bahnfahrten und Fahrrad etc. Kommt da natürlich noch oben drauf. Aber das ist schon
25 oder 23 Euro weniger, als wir vorher für die Finanzierungsrate unseres Autos bezahlt haben, das dann im gleichen Zuge noch Wert verloren hat. Also das hat sich definitiv gelohnt, da aufs eigene Auto zu verzichten. Wir haben halt wirklich kein eigenes Auto gebraucht. Und das deckt sich mit dem, was ich in diesem Video gesagt habe. Wenn ich im Alltag nur ein Cargo-Bike brauche und ab und zu mal doch ein Auto benötige, dann brauche ich kein Auto kaufen, sondern ich kann es mir einfach ausleihen. Ich habe aber auch das gesagt. Natürlich, du kannst dir für 9.500 Euro einen hervorragenden Gebrauchtwagen kaufen. So einen schönen alten 7er BMW zum Beispiel. So eine richtig dicke Karre. Hätte ich tierisch Bock drauf. Und was macht man als verantwortungsvoller Ehemann, Vater und Fahrradinfluencer im Jahre 2024? Man kauft natürlich ein E-Auto. Um genau zu sein, ein E200 aus 2008. Ein Hornhaut-Umbra-farbener Opa-Benz mit kleinem, süßen Basisbenziner. Ein Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers. Ohne störende Extras wie Schiebedach, aber dafür mit den üblichen Roststellen, einer nicht mehr ganz dichten Niveauregulierung, natürlich undokumentiertem reparierten Frontschaden und innen einem Traum aus Artico aka MB-Tex aka veganem Leder. Und dieser Wagen hat uns weniger gekostet als dieses Fahrrad, inklusive einem Jahr Steuer, einem Jahr Versicherung und den paar ersten Reparaturen. Und ich sehe schon, wie du jetzt auf die Tastatur einhacken möchtest. Siehst du? Doch günstiger als diese blöden Lastenräder. Aber halte ein. Das hier ist ein 16 Jahre alter Gebrauchtwagen mit einer zweifelhaften Historie. Warum haben wir jetzt diese Entscheidung getroffen? Um ehrlich zu sein, so ein bisschen aus Bock. Tief in meinem Herzen bin ich immer noch Autofan geblieben irgendwie. Das ist nie ganz rausgegangen. Es war immer nur die letzten 5 Jahre, dass ich mir zum größten Teil dachte, eigenes Auto, warum? Brauche ich nie wieder. Dieses Gefühl kam aber irgendwie zurück, ein eigenes Auto haben zu wollen. Und ich wollte auch mal wieder wissen, wie es ist mit einem eigenen Auto. Und dann haben sich auch noch unsere Umstände geändert. Anstatt wie vorher teilweise monatelang kein Auto zu brauchen, brauchen wir momentan einfach einmal bis zweimal die Woche ein Auto. Das können wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch leider nicht mit unseren Lastenrädern abdecken. Wir hätten es natürlich irgendwie mit Carsharing etc. abdecken können, aber insgesamt ist dieses eigene Auto jetzt eine deutliche Erleichterung, auch wenn es natürlich deutlich teurer ist. Also was hätte uns dieses Auto, was wir jetzt haben, über die letzten 5 Jahre gekostet? 4.100 Euro ist die Anschaffung. Und ja, man kann da ein bisschen Wertverlust mit einrechnen. Allerdings, wenn man das Auto einigermaßen gut pflegt, verliert das kaum noch an Wert. Denn Inflation etc., das ist schon ziemlich rock bottom. Und selbst wenn man nur noch die Hälfte beim Wiederverkauf bekommt, sind das nur 2.000 Euro, was natürlich auch Geld ist, was jetzt aber im Endeffekt den Kohl nicht so richtig fett macht. Was man dann also Jahr für Jahr einrechnen muss, sind knapp 600 Euro für die Versicherung, 120 Euro für Steuern, 75 Euro für TÜV. Ich gehe jetzt mal von 1.000 Euro für Wartungen und Reparaturen aus. Natürlich freie Werkstatt, viel Eigenleistung und die große Hoffnung, dass da nicht viel passiert. 120 Euro für Waschen und damit kommen wir auf eine Summe von 9.575 Euro. Aber da sind wir dann noch kein Meter mit gefahren. Wenn wir jetzt den aktuellen Drittelmix Spritverbrauch von 8,8 Litern auf 100 Kilometern betrachten, dann kommt man bei 23.000 Kilometer in 5 Jahren auf 2.024 Liter. Und wenn wir das mal den aktuellen Spritpreis rechnen, ja, ich weiß, der aktuelle Spritpreis ist nicht wirklich relevant, aber in den letzten 5 Jahren ist das gut und gerne der Durchschnittswert, kommen wir auf Kosten von 3.542 Euro. Und 3.542 Euro plus 9.575 sind 13.117 Euro. Also das eigene Auto hätte uns fast 2.000 Euro mehr gekostet als die Summe, die wir für automobile Mobilität in den letzten 5 Jahren tatsächlich ausgegeben hätten. Und diese 1.000 Euro für Wartung und Reparaturen,
das ist ja auch irgendwie Lotterie. Dementsprechend ist dieser Wert natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und wenn man ein Auto für einen Wert kauft, bei dem man keinen Wertverlust mehr mit einrechnen muss, dann muss man auf jeden Fall mehr Geld für Wartung und Reparaturen einrechnen. Das ist einfach das Gesetz der Sache. Das eigene Auto ist bei dieser Kilometerzahl, knapp 23.000 Kilometer in 5 Jahren, also deutlich teurer als Carsharing, als kostenloses Ausleihen bei den Schwiegereltern und als Autos mieten. Unsere zukünftige Kilometerlaufleistung wird wahrscheinlich trotzdem nicht zu dem Wert kommen, den wir vor 5 Jahren hatten, mit knapp 10.000 bis 11.000 Kilometern pro Jahr, sondern wird sich wahrscheinlich so bei 7.000 bis 8.000 Kilometer im Jahr einpendeln. Und irgendwann kommt halt dieser Break-Even-Point, dass das eigene Auto dann doch wieder günstiger wird, als wenn wir diese ganzen Fahrten halt einmal die Woche, zweimal die Woche mit einem Carsharing-Auto machen würden. Außerdem haben wir gemerkt, dass wir ein gutes Stück Spontanität wieder zurückbekommen haben. Wenn man Carsharing in Lübeck und öffentliche Verkehrsmittel in Lübeck nutzen möchte, dann braucht man einfach verhältnismäßig viel Planung. Man kann nicht einfach losfahren, weil auch das Stadtauto immer darauf ausgelegt ist, dass man eben genau weiß, wann man losfährt und genau weiß, wann man den Wagen wieder zurückbringt. Und wenn das so ein bisschen unklar ist, dann ist man mit dem Carsharing-Modell in Lübeck teilweise ein bisschen aufgeschmissen. Und das ist halt auch etwas, was wir in den letzten 5 Jahren gelernt haben, sich auf verändernde Situationen einzustellen. Jetzt momentan ist ein Auto, das eigene Auto, passend für unsere aktuelle Situation. Aber wie es in einem halben Jahr aussieht, ob wir das Auto dann noch haben werden, keine Ahnung. Ob wir dann ein anderes haben werden, keine Ahnung. Aber man muss das auch nicht erklären. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Auto auch vor 5 Jahren ganz oder viel höher gepusht wurde, als es eigentlich ist. Eigentlich ist das kein Big Deal, wenn eine Familie aufs Auto verzichtet. Und es ist ebenso kein Big Deal, wenn eine Familie sich dann oder eine Person sich dann wieder für ein Auto entscheidet. Auch wenn ich das selber durch dieses Video gerade so ein bisschen konterkariere. Aber wenn man halt aus Idealismus Entscheidung trifft und dann irgendwann merkt, dass es nicht die richtige Entscheidung ist, aber dann aus wieder diesem Idealismus trotzdem dabei bleibt, dann ist halt niemandem geholfen. Aber trotzdem waren die ersten Tage, nachdem ich den Wagen gekauft hatte, schon richtig krass. Denn das hatte so mehrere Faktoren. Erstmal war der Wagen nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der hatte halt doch einige Punkte und hat auch noch einige Punkte, an die ich ran muss. Und auf der anderen Seite waren dann diese riesigen Kostenblöcke, die mir echt Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben. Und die ersten 2-3 Tage, nachdem ich den gekauft hatte, habe ich echt gesagt, ey komm, nee, ich lasse den gar nicht zu, ich verkaufe den direkt wieder und wir kümmern uns gar nicht mehr um das Thema Auto, sondern fahren einfach weiter mit Stadtautos. Ich möchte mit einem eigenen Auto nichts zu tun haben. Aber da war Lea wieder, hat zur Mäßigung aufgerufen und jetzt mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit dem Auto, das wir haben und auch mit der Entscheidung, die wir getroffen haben. Und interessant ist auch, was das Auto dann im Laufe der Zeit mit einem macht. Reparaturen für 300 Euro, ja, schon viel Geld, aber kein Ding. Reparaturen für 150 Euro, easy peasy, zahle ich schnell mal. Bei einer Reparatur für 1500 Euro, da fängt es dann an, schmerzhaft zu werden. Und bei einem Fahrrad, eine Reparatur für 1500 Euro, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das ist schon krass. Für ein Auto gibt man gerne, in Anführungszeichen, deutlich mehr Geld aus in der Wartung und Reparatur als für ein Fahrrad. Und auch hier sind das halt so Punkte wie die Niveauregulierung, wo die Teile allein 600 Euro kosten. Wir brauchen einen Satz neuer Reifen in absehbarer Zeit. Das kostet dann insgesamt 500 Euro. Und dann halt noch Wartung, mal ein Ölwechsel, Klimaservice etc. pp. Das ist alles teuer und kostet alles sehr viel Geld. Aber für ein Auto ist man merkwürdigerweise bereit, das auch zu bezahlen. Warum auch immer. Und das machen so viele Leute, die denken da gar nicht drüber nach. Und mir wird das jetzt halt bewusst, was das doch für ein Unterschied ist. Also klar, ihr habt in der Kostenaufstellung gesehen, der Unterschied zwischen Carsharing und eigenem Auto ist jetzt nicht megamäßig groß. Aber den Kopf frei zu haben,
das ist doch schon einiges wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, mit diesem Auto sind wir natürlich wieder bei dem Maximal-Eventual-Prinzip. Bei einer E-Klasse, da hätte auch definitiv was Kleineres gereicht. Ein Golf-Variant zum Beispiel hat auch wahnsinnig viel Platz. Auch eine C-Klasse hat viel Platz. Mir war eigentlich nur Automatik und Tempomat wichtig. Und da spricht jetzt natürlich schon irgendwie das Herz des Autoliebhabers aus mir oder des Mercedes-Benz-Fans. Das Beste oder nichts. Und wir hatten jetzt halt 5 Jahre nichts. Und jetzt dann eben das Beste. Autofrei waren wir realistischerweise in den letzten 5 Jahren sowieso nicht. Nur halt die Familie ohne Auto sind wir jetzt nicht mehr. Ändert sich dadurch für euch irgendwas? Nö. Im Endeffekt ändert sich für uns auch nicht so viel. Denn wie gesagt, den Alltag bestreiten wir nach wie vor mit den Lastenrädern und wir werden auch weiterhin nur Videos über Lastenräder machen. Außer euch interessiert die Geschichte dieses Autos und was ich irgendwie damit mache, wenn irgendwelche Reparaturen anstehen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde ich allerdings nicht hier auf diesem Kanal veröffentlichen, sondern auf dem Zweitkanal. Also Lastenrad und Carsharing haben vor 5 Jahren unser Auto ersetzt. Aber das Auto ersetzt jetzt definitiv nicht das Lastenrad. Tja, aber war das jetzt die richtige Entscheidung? Momentan schon. Seid ihr enttäuscht oder könnt ihr diese Entscheidung nachvollziehen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Und mich würde auch mal eure Geschichte interessieren. Habt ihr mal für eine Zeit lang aufs Auto verzichtet und euch dann wieder eins angeschafft? Oder lebt ihr schon ganz, ganz lange oder ohne Auto und habt es auch nie wirklich vermisst? Eure Geschichte würde mich gerne mal interessieren. Schreibt die mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.